Nächster Referent ist Dr. Klaas Fransen. Er arbeitet am Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein-Lübeck. Dort ist er Oberarzt und unter anderem verantwortlich für die pneumologische Intensivstation und die Tabakentwöhnung. Er beschäftigt sich auch mit der Auswirkung vom Rauchen und Dampfprodukten in experimentellen und klinisch-experimentellen Arbeiten. Außerdem ist er im wissenschaftlichen Beirat des Aktionsbündnisses Nichtrauchen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Hier ist das Mikro und dann damit können Sie vor und zurück. Und vorne ist der Pointer. Genau. Vielen Dank, Frau Dr. Pieper. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Organisation. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe als Thema das Ganze überschrieben: From Bench to Bedside, Auswirkungen der E-Zigarette auf die Lunge. Einige Themen sind bereits schon angeklungen durch die Vorredner. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie einmal mitnehmen durch die Agenda. Ich möchte einen kurzen Einstieg machen, quasi einen Aufschlag, kurze Worte zur Inflammation, zu möglichen Auswirkungen im Bereich der Proteinasen, des Gleichgewichts in der Lunge, was passiert bei einer Infektion, Rauchen gegen E-Zigarette, kurze Worte zur Klinik und zur Epidemiologie und das Ganze dann einmal zusammenfassen. Als Einstieg möchte ich die Frage richten wollen. Wir wissen, dass gut 5000 Inhaltsstoffe im Zigarettenrauch sind. Wir wissen, dass das als chronische Exposition langfristig zu Lungenerkrankungen führt. Was macht die E-Zigarette? Was macht die E-Zigarette im langfristigen Verlauf? Eine Frage, die wir so noch nicht beantworten können. Aber, und das ist der nächste Aufschlag, der ist auch schon mehrfach angeklungen, EVALI als Akronym, zurückzuführen, höchstwahrscheinlich, wenn man die Datenlage sich anguckt, auf Vitamin E-Acetat im Liquid. Was hat es gemacht? Und ich erlaube mir da einfach einmal Röntgenbilder der Lunge zu zeigen, um deutlich zu machen, dass wir da über eine Erkrankung in der Lunge reden. Eine Erkrankung, die zu einem akuten Atemversagen und fehlender Lungenleistung führt. Wir sind weniger als das Wasserglas, was Herr Dr. Hering vorweg gezeigt hat. Sie sehen es, glaube ich, ganz deutlich. Dunkel ist die Lunge, die an der Atmung teilnehmen kann. Weiß ist das, was alles nicht mehr an der Lunge teilnehmen kann. Und wenn Sie jetzt sehen, das ist gesunder Lungenraum, hier haben Sie diese massive Entzündungsreaktion mit den verschiedenen Botenstoffen, die auch in den Vorrednern schon angeklungen sind, die freigesetzt worden sind in dieser Situation. Versuchsansätze. Um fair das Ganze zusammenzufassen, muss man deutlich machen, und das ist auch schon angeklungen, wir haben verschiedene Ansätze, in vitro, in vivo. Bei den murinen Ansätzen haben wir eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der Modelle gegenüber der normalen Studie im Menschen. Und wir haben große Versuchsbedingungen, auch das ist schon angeklungen. Und ein letzter Punkt, den ich noch einmal zumindest anklingen lassen möchte, ist die Frage, wer finanziert die Studien? Darüber würde ich ganz gern hinweggehen wollen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Versuchsbedingungen zu erzeugen. Und was sehen wir jetzt in Bezug auf die Lunge? Wenn man da die aktuellen Reviews aus diesem Jahr heranzieht, sehen wir, dass wir im Labor selber am bronchialen Epithel, da spreche ich vom gesunden Epithel, Nachweis von Entzündungsreaktionen sehen. Wir sehen aber auch am vorerkrankten Epithel, das heißt bei Patienten, oder am Epithel, was bei einer chronisch entzündlichen Lungenerkrankung vorgelegen hat, dass wir, obwohl die Rauchexposition gestoppt ist, mit der E-Zigarette im Vergleich ohne E-Zigarette Interleukine, also Entzündungsbotenstoffe, ausschütten lassen können und freisetzen können. Und wir sehen auch, dass diese Inflammationsreaktion nikotinunabhängig ist. Das heißt, wir haben Substanzen in dem Liquid, in dem Dampf vielmehr, die die Inflammation befeuern. Und wir sehen, dass bestimmte Entzündungszellen, die in der Lunge eine große Relevanz haben, ebenfalls an der also an der Entzündungsreaktion beteiligt sind. Weg von den Zellkulturen hin zu den Mausmodellen der dampfenden bzw. der rauchenden Maus, wie das umgangssprachlich heißt. Und wenn man dort sich anguckt, was passiert, wenn wir die Lunge nach der Exposition spülen, heißt, wenn wir uns angucken, welche Entzündungsreaktionen, welche Zellen finden wir, so sehen wir auch da einen signifikanten Anstieg für Botenstoffe, die Entzündung unterhalten. Und wir sehen auch, dass Zellen der Entzündungsreaktion zu finden sind. Etwas, was man an der Stelle auch formulieren muss, ist, dass wenn wir das Modell der COPD-rauchenden Maus, heißt, wir haben eine Maus, die wir exponieren,
Rauch oder Dampf gegenüberstellen, dass wir in der E-Zigarette eine geringere Inflammationsreaktion sehen, als wenn wir sie dem Zigarettenrauch exponieren. Was sehen wir im Menschen? Im Menschen sehen wir, und da würde ich das NO als eines der Antworten als Exhalat heranführen, etwas, was wir zum Beispiel beim Asthma bronchiale messen können, als Äquivalent für eine Entzündung, dass das im Verlauf unter fortgesetztem E-Zigarettennutzen erhöht ist. Wir sehen, dass im Menschen, wenn wir dort Lungenspülungen durchführen, Entzündungszellen im Kompartiment, das heißt in der Lunge, entdecken. Und wir sehen auch Hinweise für Entzündungen in den kleinen Atemwegen, heißt wir sehen organisierende Pneumonien, wir sehen eosophile Pneumonien, Lungenentzündungen, die wir dann durch Cortison unterdrückende Medikamente behandeln können. Proteinasen, ich versuche einen Bogen zu schlagen. Proteinasen, Antiproteinasen sind in Anführungsstrichen Moleküle, die versuchen sollen, das Gleichgewicht zwischen Entzündungsreaktion und Nicht-Entzündungsreaktion in der Lunge herzustellen. Sie sind verantwortlich dafür, dass die Lungenumbauprozesse im Gleichgewicht gehalten werden, aber dass auch bakterielle, virale Prozesse unterdrückt werden und bekämpft werden. Und diese Proteinasen spielen eine elementare Rolle in der Ausbildung des Lungenemphysems und der COPD, das heißt in der Verschmelzung der kleinen Atemwege hin zu immer größeren Bulle, hin zu diesem Wasserglas, was Herr Dr. Hering sehr exemplarisch gezeigt hat. In vitro konnten wir für die Proteinasen sehen in den Daten, dass es auch unter der E-Zigarette zu einer erhöhten Freisetzung kommt. In vivo konnten dann im Vergleich gegenüber Nie-Dampfern, das heißt gegenüber Lungengesunden, ein Anstieg der Proteinasen nachgewiesen werden, sodass wir an der Stelle auch davon ausgehen müssen, dass die Proteinasen eine Wirkung in der Lunge entfalten. Zeitlich würde ich über diese etwas komplexere Folie hinweg oder schneller hinweggehen wollen. Sie haben den Vergleich oben der Lungenexposition ohne E-Zigaretten, so wie es im normalen gesunden Menschen da ist. Im unteren Abschnitt sehen Sie die Auswirkungen, die E-Zigaretten nach Datenlage und nach Review im Moment auslösen in der Lunge. Wir haben verfrühten Zelltod, wir haben Zelluntergang und wir haben, wie gesagt, die Ausschüttung von Entzündungszellen. Was passiert, wenn wir jetzt über Lungenentzündung, Exposition gegenüber Lungenkeimen sprechen? Auch dazu gibt es Daten, die zeigen, dass wir eine erhöhte Vulnerabilität gegen bakterielle und virale Infekte haben. Heißt, wir haben eine wesentlich erhöhte Infektlast unter der Bakterie des Streptococcus. Dafür ist es gezeigt worden. Wir sehen aber auch, dass unter dem Einfluss von der Influenza, das heißt H1N1 und so weiter, verschiedene Influenza-Stämme, wir ein verschlechtertes Outcome für die Patienten haben und an der Stelle sogar auch Mortalitäts- und Morbiditätsdaten haben, die ein verschlechtertes Outcome zeigen gegenüber den Nie-Dampfern und Nie-Rauchern. Ganz am Rande streifen möchte ich das Thema Zytotoxizität und genetische Effekte, weil da in den Vorrednern oder die Vorredner vorher schon drauf eingegangen sind. Wir sehen in verschiedenen Studien in vitro zytotoxische Effekte. Wir sehen hinsichtlich der genetischen Effekte, was passiert auf Erbgutebene, ein uneinheitliches Bild. Wir haben eine geringere Auswirkung, als wenn wir das mit Zigarettenrauch exponieren. Allerdings sehen wir in der DNA selber vergleichbare Schäden, wenn man sich das genauer anguckt. Die zytotoxische Wirkung der Trägerstoffe muss an der Stelle ebenfalls nochmal aus lungenärztlicher und aus Datensicht zumindest hervorgehoben werden. Und wenn wir uns das in vivo angucken, was passiert, wenn wir uns jetzt die einzelnen Lavagen, Untersuchungsmaterialien aus dem Menschen angucken, so sehen wir dort verschiedene Up- und Down-Regulationen von Genen, die unter anderem für Entzündung, für die Reinigung der Lunge, das heißt die Flimmerhärchen, verantwortlich sind und auch für Mechanismen, die die DNA-Reparatur verantworten, das heißt die potenziell Zelluntergang, aber auch krebserregende Stoffe oder krebserregende Prozesse unterdrücken können, dass diese Mechanismen unterbrochen sind. Es war Thema in den vorherigen Rednern, dass
die Datenlage eingeschränkt ist. Was wir mittlerweile wissen, wir reden da über einen Datenpool von gut 1 Million betrachteten Fällen, dass unter dem Einsatz oder dem fortgeführten Nutzen der E-Zigarette Asthma in einer Wahrscheinlichkeit mit einer Odds-Ratio von 1,39 erhöht auftritt und die COPD ebenfalls erhöht auftritt, als wenn wir nie die E-Zigarette einsetzen. Wenn man die Patienten befragt, zeigen sie eine erhöhte respiratorische Symptomlast. Damit ist gemeint trockener Husten oder trockener Mund, Husten, Auswurf und die größte Symptomlast, und das hat der Herr Dr. Hering eben gerade auch schon mal anklingen lassen, dass bei den Dual-Usern dort das größte Problem ist. Heißt, weg von der Zigarette hin zu Beiben. Und etwas, was an der Stelle auch in der Datengrundlage zu finden ist, dass wir durch die E-Zigarette den Gasaustausch beeinträchtigen und eine Lungenfunktion verschlechtern. Die Daten von Herrn Hering, die er da exemplarisch gezeigt hat, sind natürlich wesentlich provokanter. Wir sehen eine Verschlechterung der Lungenfunktion, aber noch nicht über diese Strecke, wie es jetzt Herr Dr. Hering exemplarisch an dem einen Patienten gezeigt hat, weil diese Datenlänge einfach nicht da ist. Sodass ich mir erlauben möchte, das Ganze zusammenzufassen. Wir sehen sowohl in vitro, im Maus, als auch im menschlichen Kompartiment Hinweise für eine Entzündungsreaktion, Zelltod und DNA-Schäden. Wir sehen im Rahmen von Infektionserkrankungen eine morbiditäts- und mortalitätssteigende Wirkung. Wir haben negative Auswirkungen auf den Gasaustausch. Wir haben zumindest epidemiologisch Hinweis darauf, dass auch die E-Zigarette obstruktive Lungenerkrankungen auslösen können. Und wir sehen, dass die Inflammationsreaktion trotz eines Umstieges auf die E-Zigarette weiter befeuert wird. Etwas, und das hoffe ich morgen in der Diskussion zu hören, beziehungsweise in den Vorträgen, inwiefern wir da industrieunabhängige Studien mit langfristigen Ergebnissen weiter unterstützen und befeuern sollten, damit wir da klare Aussagen bekommen. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag.